Ino und Alex haben seit 2 Monaten ein Wohnmobil. Damit geht's zum ersten Mal auf Reisen. Nach Ungarn. Here we are. Am Nordufer des Plattensees entdecken sie alte Seebäder. Wow, ich sag's wow. Überraschende Naturerlebnisse. Also ich bin ehrlich, das ist toller als Neuseeland. Und die zünftige ungarische Küche. Richtig schön sämig und das zergeht auf der Zunge. Das Leben als Neucamper läuft nicht immer rund. Leute von heute, wie soll das gehen? So, Ja, also so geht's gar nicht. Ihr großes Urlaubsziel, Ungarns Hauptstadt. Das ist ja eine Dimension, die kann man so sonst echt wirklich nicht greifen. Eine Woche auf Tour. Vom Plattensee bis nach Budapest. Ungarn insgesamt hält echt eine Überraschung nach der anderen bereit, wo ich vorher null mitgerechnet hätte. Hast du einen Schlüssel? Hab ich. Mit Inos und Alex brandneuem Wohnmobil geht es heute los. In Düsseldorf-Bilk packen sie die letzten Sachen. Hast du jetzt in der Tasche noch irgendwas, was nach vorne muss, Ino? Bestimmt. Okay. Ich habe ja noch den Wein. Ach, scheiße, guck mal, der ist noch gar nicht an. Ja. Ich und Technik. Ino, wie mache ich das noch? Ah, jetzt. Die beiden sind erst seit 3 Jahren verheiratet. Ino hat schon als Kind gecampt, aber Alex ist erst durch ihren Mann zum Camping gekommen. Alex ist ja auch lernfähig. Nee, also das geht echt prima. Okay. Ist mal so, wir haben auch so ein bisschen getrennte Bereiche. Der eine kümmert sich mehr um Innen, der andere kümmert sich mehr um Außen. Innen ist Alex' Bereich. Vor 2 Monaten haben die beiden den Camper für knapp 54.000 € gekauft. Das Coolste ist ja der Kühlschrank, ehrlich gestanden, weil den kann man nämlich von hier, wenn man draußen sitzt, oder aber, wenn ich drin bin und es regnet, von hier öffnen. Also das finde ich schon mal super. Ja, dann habe ich hier schön 2 Gasflammen. Da kriegt man auch irgendwie ganz gescheit einen Topf drauf. Dann haben wir uns hier noch passend so ein Brettchen gebastelt. Ne? Hier, guck mal, dass das also nicht so hin und her wackelt. Seit einem Fahrradunfall kann Alex ihr Knie nicht mehr gut bewegen. Deshalb wurde das Bett kurzerhand abgesägt. Und jetzt habe ich hier, jetzt so einen Einschnitt und kann da schön hochsteigen. Und das ist total bequem für mich. Und eine kleine Nasszelle mit Toilette und Dusche gibt's auch. Kennengelernt haben sich Alex und Ino vor 30 Jahren bei ihrer Ausbildung im Reisebüro. Die Reiselust verbindet die beiden. Ab geht's. Auf geht's. So. Ungarn hat ihre Abenteuerlust geweckt. Ich habe irgendwie, seitdem wir das Wohnmobil haben, in diversen Foren mich schlau gemacht. Angesagt ist Italien, Gardasee. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen nicht das, was angesagt ist, sondern nehmen etwas anderes. Und da sind wir beim Plattensee gelandet. Ino und Alex starten ihren Roadtrip Richtung Budapest in Düsseldorf. 1100 Kilometer sind es bis zum ersten Stopp Keszthely. Dort wollen sie den größten Thermalsee der Welt entdecken. Weiter geht's am Nordufer des Plattensees zum Nobelkurort Balatonfüred. Eine Region mit Weintradition und Lavendelfeldern. Ihr großes Ziel ist die ungarische Hauptstadt Budapest. Zwei Übernachtungen hatten sie auf dem Weg. Dann erreichen sie den Plattensee. Die Ungarn nennen ihn das ungarische Meer. Endlich da, am ersten Stopp in Keszthely. Here we are. Die Rezeption ist schon geschlossen, aber Ino und Alex haben vorab gebucht. Sie dürfen sich einfach eine Parzelle aussuchen. Doch, das gefällt mir aber richtig gut. So mit den Bäumen und so. Echt schön. Der familiengeführte Campingplatz mit 170 Stellplätzen hat keinen Zugang zum See, aber einen Pool. Rund 32 € zahlen sie pro Nacht. Einmal check up gerade. Also bei mir reichen schon 2, 3, 4 Grad, wenn die Füße höher sind als der Kopf. Da schläft man schon echt ungemütlich. Also insofern echt wichtig. Alex checkt einmal die Toiletten und Duschen. Ja, schicker würde gehen. Aber alles da, was man braucht. Und sauber ist es auch.
So, Schatzi, machst du dann Tisch und Stühle und dann kümmere ich mich mal um drin. Innen und außen. Innen und außen, genau so sieht's aus. Erstmal ankommen im ersten Urlaub mit ihrem Wohnmobil. Bloß keinen Stress. Es gibt einfach aufgewärmte Nudeln. Sieht ein bisschen, naja, okay. Sieht perfekt aus. Ich hätte es besser nie machen können. Das weiß ich. Also ich liebe am Camping am meisten draußen zu sein. Ich bin so ein Büromensch, Excel und PowerPoint, 5 Tage Homeoffice. Da freue ich mich dann, wenn ich vor dem Auto sitze und draußen sitze. Auf einen schönen Urlaub. Auf einen schönen Urlaub, Mosi. Auf einen schönen See. Alles schön. Ich bin echt gespannt, was so der Balaton-Plattensee für uns bereithält. Am nächsten Morgen um 9 Uhr. Wie war die erste Nacht? Totenstille hier. Insofern mega. Ja, schade, dass das mit dem Fahrrad nicht klappt. Der Fahrradweg geht ja irgendwie über den ganzen See. Erster Punkt auf der Tagesordnung, der Thermalsee. Aus gutem Grund. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Fahrradunfall und mir mein Knie ganz schön zerlegt. Und das merke ich halt eben immer. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und gesehen, dass wohl so Thermal ganz gut da helfen soll. Und deswegen ist das, glaube ich, heute so mein Tageshighlight. Der Thermalsee von Hewies ist mit rund 4,5 Hektar Fläche der größte Thermalsee der Welt und liegt nur eine 10-minütige Autofahrt vom Campingplatz entfernt. Hier rechts muss das schon sein. Wow. Gut aus? Ja, sieht gut aus. Das ist der absolute Knaller. Das sieht so richtig nach Wellness aus. Alex ist einen Tag vor ihrer Abreise 60 geworden. Ich glaub's nicht. Guck mal, ab 60 so. Mein erstes Seniorenticket wird das. Ja, das darfst du heute zahlen. Perfekt. Guck mal, ich spare immerhin 500 Forint, ne? Ja. Wie viel ist das? Ich kann das nicht. 1,25 Euro. Knapp 11 Euro kostet ein 3-Stunden-Ticket. Das Wasser ist 31 Grad warm und gilt wegen seiner Mineralstoffe als lindernd. Zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden. Schwimmnudeln kann man leihen. Das ist total gut. Mal so einen Ring rüber, echt herrlich. Oh, das fühlt sich auch gar nicht so gut an, ne? Echt super. Der See wird von einer Thermalquelle in 38 Metern Tiefe gespeist. Alle 3 Tage tauscht sich das Wasser komplett selbst aus. Ich merke tatsächlich ein Kribbeln im Knie. Es hört sich jetzt, vielleicht denken jetzt alle, ich habe sie nicht mehr alle, aber es ist wirklich so. Es kribbelt wirklich ein bisschen. Und also ich bin gespannt, was es da macht. Das war wirklich hier ganze Narbe rauf und auch daneben hat es total gekribbelt. Und jetzt ist wieder gut und fühlt sich ja angenehm an. Also ich meine, es ist jetzt nicht heile, ne? Also gut, eine Wunderheilung, das wäre der Knaller. Alex' Unfall ist jetzt 5 Jahre her. Mehrere Monate musste sie im Rollstuhl sitzen, war auf Inos Hilfe angewiesen. Was die Beziehung angeht, absolut wahnsinnig zusammengeschweißt. Ja. Also da lehne ich mich mal weit auf dem Fenster, da kommt nichts mehr drauf. Soll auch nichts mehr drauf kommen. Nee. Nur 10 Minuten brauchen sie wieder zurück nach Keszthely. Früher Abend, der Magen knurrt. Es wird Zeit, endlich mal die echte ungarische Küche auszuprobieren. In einem Restaurant am See. Da haben wir doch auch unsere Seebrücke. Das muss die doch sein, oder? Das sieht ja echt schön aus hier. Boah, herrlich. Zufällig sind sie auf einer der größten Sehenswürdigkeiten des Plattensees gelandet. Dem Inselbad aus dem 19. Jahrhundert. Glück gehabt. Es ist richtig leer. Sind wir so weit? Fliege. Ja, ich fliege. Wir sind nach vorne Ey, hör mit dem Scheiß auf. Rums, weg war sie. Ine und Alex haben sich erst vor 7 Jahren verliebt. Nach ihrer gemeinsamen Ausbildung hatten sie sich jahrelang aus den Augen verloren. Eine späte Liebe auf den zweiten Blick. Sehr, sehr schön. Wow. Ich sag's wow. Nicht nur sehr, sehr schön. Das Restaurant ist nur noch einen kurzen Fußmarsch entfernt.
Hier am Balaton soll es echt guten Fisch geben. Ich mag schon gerne Fisch, aber ich hätte auch so richtig Lust auf ein tolles ungarisches Gulasch. Gulasch heißt hier Pörkölt. Bestellt man Gulasch, bekommt man eine Suppe. Oh ja, sehr gut. Richtig schön sämig und das zergeht auf der Zunge. Schöne Würze hat er. Also ich bin begeistert. Aber der Fisch schmeckt auch sehr gut. Wir hatten mal gesagt, wir teilen das. Wir teilen, haben wir gesagt? Ja. Prost, mein Schatz. Am nächsten Morgen sind Ino und Alex schon in Aufbruchsstimmung. Aber ein paar Camperpflichten müssen noch erledigt werden. Ich mache einfach schon mal so einen Tisch hier vom Spülmittel rein und dann trabe ich da mal hin. So. Das hätte ich nie gedacht, dass sie so einen Spaß am Camping hat. Und man verliebt sich noch mehr, weil man denkt, ey, das passt so gut, das kann immer so weitergehen. Apropos weitergehen. Ja, guck mal, ach, ist nur eine halbe Stunde. Und dann noch mal eine wir kommen dran Dreiviertelstunde. vorbei. Ne? Ja, guck mal, das liegt quasi auf dem Weg. Mit einem Umweg ins Landesinnere fahren sie heute insgesamt 70 Kilometer bis nach Balaton-Füretz. In Topolzor soll es eine sensationelle Höhlenwelt geben. Ino hat ja so ein bisschen so eine Höhlenphobie, in Anführungsstrichen. Tropfsteinhöhlen. Richtig. Mein schönstes Erlebnis ist eben halt so eine Glühwürmchenhöhle in Neuseeland. Und da war natürlich alles total dunkel. Dunkel wird es auch jetzt. Es geht 73 Stufen hinab, 16 Meter unter die Erde. Das Höhlensystem ist beleuchtet, zum Glück. Denn paddeln muss man selbst. Auf eigene Verantwortung. Was paddeln manchmal gar keinen Kopf? Das ist Inos Job. Der kann das. Mit 20 Grad ist es deutlich kühler als draußen. Besonders vertrauenserweckend sieht das Boot nicht aus. Oh, wackel nur nicht, Ino, bitte. Über ihnen türmen sich Steinformationen auf. Mal ganz groß, dann ganz eng. Crazy. Ich bin echt sowas von geflasht. Das ist aber wirklich... Das ist einfach der Hammer. Ich möchte doch einen Tag chillen, Mama. Und, weiß ich nicht, so eine Luftmatratze und dann dümpelt sie hier so durch, oder? Und völlige Stille hier. Gut, außer ich quatsche. Guck mal, und hier wird es jetzt viel höher, ne? 20 Minuten dauert die Bootsfahrt. Das ist toller als Neuseeland. Na, das ist mal ein Fazit. Wir hatten eine total coole Atmosphäre. So eine Magic Situation. Mega coole Erfahrung. Weiterfahrt am Ufer Richtung Osten. Die Landschaft verändert sich. Weinreben liegen an den Hängen. Es wird mediterran. Ihr Ziel für heute? Balaton-Füretz. Ino hat 2 Nächte auf diesem Campingplatz gebucht. Wir stehen total schief. So viele Keile haben wir gar nicht, um ihn gerade zu kriegen. Nee, genau. Wir machen nur rechts vorne mal einen drunter. Rechts vorne? Sagt meine Theorie. Deine Das Theorie. darfst du machen. Dann mache ich das jetzt rechts vorne. Das andere rechts. Ach, das ist ja super. Ich bin wieder auf links. Nee, 1A. Okay. Yep. Ja, dann. Der liegt jetzt. Und, was sagt deine Wasserwaage? Ja, mehr ist nicht rauszuholen. Okay, dann schlafen wir ein bisschen schief. Nee, das ist aber okay. 628 Stellplätze hat dieser Campingplatz. 39 € kostet die Nacht. Nicht günstig, aber dafür gibt es einen Supermarkt, Wasserspielplatz und einen eigenen Zugang zum See. Ino hat jetzt nur noch einen Wunsch: endlich ins Wasser. Der Ino, den werde ich ja morgen das erste Mal, seit ich ihn kenne, und ich kenne ihn ja schon ziemlich lange, auf dem Surfbrett sehen. Mal gucken, wie lange er es aushält. Ne? Ja, jetzt juckt das Wasser wieder und schön am See zu sein hier. Sein letztes Surferlebnis ist 30 Jahre her. Der 3. Morgen am Plattensee. In 3 Tagen wollen die beiden in Budapest ankommen. Das große Ziel ihrer Reise.
Kultur, beeindruckende Architektur und Großstadtleben warten auf sie. Aber jetzt will Ino erstmal noch aufs Surfboard. Nimmst du mich so mit? Na klar. 1983 habe ich meinen Surfschein gemacht. Habe auch hinterher in Griechenland als Surflehrer gejobbt. Und ich glaube, seitdem, das war so mit 25, 26 Jahren, war ich, glaube ich, einmal oder zweimal auf dem Brett. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt bin ich mit Alex unterwegs. Jetzt will ich das gerne mal wieder eine Stunde ausprobieren. Die neue Liebe hat ihn offenbar beflügelt. Der Badestrand ist am anderen Ende des Campingplatzes. Hier betreibt Richard eine kleine Surfschule. Ja, ein kleines bisschen höher für sie. Wir haben keine thermische Winde wie bei den Gardasee zum Beispiel, aber wir sind auch eine kleine, windige See. Ja, also ich bin ein bisschen nervös, ich spüre jetzt einen gewissen Druck. Ob das noch klappt nach 30 Jahren, aber der trägt einem das, der legt einem das ins Wasser. Also ich bin noch nicht alt. Ziemlich cool wieder aufs Brett gekommen ist. Also er hat nicht gelogen. Ich glaube, er hat es schon gemacht. In Ufernähe fehlen Ino noch die thermischen Winde. Aber weiter draußen nimmt er Fahrt auf. Jetzt kommt was. Fast als wäre es 1983. Ino surft über den größten Binnensee Mitteleuropas. Jeden Sommer zieht der Balaton rund 3 Millionen Touristen an. Schatzi, ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das sieht sehr professionell aus. Du hast mir nicht zu viel versprochen. Ich bin noch ein bisschen stolz auf mich, dass das doch noch ging. Und ich merkte schon, dass das Gefühl schon schnell wieder da ist von vor 30 Jahren. Kann nicht jeder Mann und kann auch nicht jeder Mann in dem Alter. Also finde ich das schon nicht schlecht, ja. Alex und Ino sind beide geschieden. Dass sie nochmal die große Liebe finden, damit haben sie nicht gerechnet. Passiert ist es bei einem Treffen ehemaliger Kollegen. Im Laufe des Gesprächs an dem Abend stellte sich dann raus, ach, huch, wir sind ja beide Single. Naja, und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Da haben wir echt wahnsinnig schnell ein Vertrauensverhältnis gehabt. Und jetzt sind wir glücklich, sitzen hier. Bist du? Ja. Raus aus der Mittagshitze, ab in den See. Der Plattensee ist nur durchschnittlich 3,20 Meter tief. Deshalb ist das Wasser im Sommer angenehm warm. Es ist Nachmittag. Campingplatz-Check. Camper-Neuling Alex will erkunden, wer hier Urlaub macht. Oh, guck mal, auch ein Düsseldorfer. Das ist ja witzig. Hallo, hier kommt das Düsseldorf, wir auch. Jörg und Petra sind mit ihrem 18 Jahre alten Wohnwagen angereist. Sie sind in Abschiedsstimmung. Es ist der letzte Urlaub mit ihrem Schätzchen. Offiziell ist er schon verkauft, ne? Anzahlung ist schon gegeben. Er passt einfach altersgemäß nicht mehr zu uns. Er hat ein Querbett, ne? Das ist halt Ja, siehst du, und das wollten wir nämlich zum Beispiel auch nicht. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt Längsbetten. Wir haben keine Lust, nachts übereinander drüber zu krabbeln, wenn mal einer pullern muss. Er war im Bergbau, ich bin in der Pflege, ne? Also irgendwie wollen die Knochen nicht mehr so. Das ist fast ein bisschen Familienmitglied geworden, ne? Wir haben den gehegt und gepflegt. Also ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber das geht mir schon näher, als ich mir das wirklich zugetraut hätte. Ich sehe es ein bisschen anders, also für mich nicht. Ja, bist du Mann. Wie lange habt ihr euer Wohnmobil jetzt? Jetzt haben wir es ganz lange, wir haben es genau 2 Monate. Also Frischlinge seid ihr? Ganz halbe Frischlinge. Ja, halbe Frischlinge, genau. Ich bin Frischling, er ist kein Frischling. Also er hat das schon ganz lang gemacht. So war es bei ihr auch. Ja? So hat es bei euch auch angefangen? Ich habe sie reingezogen. Ja. Für Petra und Jörg geht eine Ära zu Ende. Wie sie weiter campen? Ungewiss. Aber dass sie Camper bleiben, das ist sicher. Allzeit gute Fahrt. Ja, danke auch so, ne? Genau. Und auch als Camper. Zeit für einen Ausflug. Im Urlaub spontan sein, das ist den Campern wichtig. Am Abend fahren sie 20 Minuten ins hügelige Hinterland des Plattensees. An einen Grillplatz mit überraschender Aussicht. Das ist ja Knaller, ne? Und ganz Kein für Mensch uns hier. alleine.
aber die Stimmung ist irgendwie angespannt. Schatz, ich leg schon mal Fleisch drauf, ne? Ino, lass das. Du weißt genau, wie ich das hasse. Okay, kann ich dir sonst irgendwie helfen? Nein. Also wenn Alex Hunger hat, merke ich, der Druck steigt. Das Zeitfenster von 20 Minuten, da muss Essen auf dem Tisch stehen. Ino schaut sich die Ruine genauer an. Etwa 400 Jahre lang stand hier eine große Kirche mit Pfarrhaus. Nur die Überreste des Glockenturms erinnern daran. Ein besonderer Ort. Und die Besichtigung ist kostenlos. Jetzt will ich erst mal genießen. Der Ausblick ist der Wahnsinn. Ach, ist das schön. Und ich merke, ich bin eine alte Frau. Ich komme schon wieder außer Puste, wenn ich hier oben bin. Sauerstoffzelt. Ist schon schöner, als irgendwie im Hotel am Buffet jetzt anstehen, gucken, was man nimmt. Man hat never ever so einen Blick. Den Abend entspannt ausklingen lassen, bevor es zum Schlafen wieder auf den Campingplatz geht. Am nächsten Morgen. Ino und Alex planen den Tag. Heute wollen sie ans Südufer. Hier gibt es Seeofok als Stadt. Dann gibt es wohl hier ab Tihan selber direkt, soll es wohl eine Fähre da drüber geben. Nach Und da können wir mit dem Wohnmobil drüber? Ich habe geguckt, da kann man auch mit dem Wohnmobil drüber fahren. Das ist ja cool. Die Route führt über die Halbinsel Tihan mit ihrem berühmten Kloster. Mit der Fähre soll es dann ans Südufer gehen. Das Ziel: Siofok, der größte Ort am Balaton. Von dort den See entlang nach Chopak. Dort haben sie eine Weinprobe gebucht und dürfen mit dem Camper über Nacht in den Reben stehen. 80 Kilometer wollen sie heute fahren. Über die Stadt Siofok sind die Meinungen der Besucher geteilt. Die eine sagt, wäre so ein bisschen partymäßig, trubelig und sehr tourimäßig. Und die andere Seite sagt, ach, da gibt es wohl einen Markt mit Trödel und so weiter, also auch alten Gebäuden. Wir sind jetzt gespannt, welche Seite denn dann zutrifft. Schon nach wenigen Kilometern Richtung Tihan liegen völlig überraschend Lavendelfelder an der Straße. Da kann Alex nicht einfach vorbeifahren. Boah, das ist mega. Total intensiv, ne? Mega. Lavendel wird hier seit Anfang des 20. Jahrhunderts angebaut und ist ein wichtiger Wirtschaftszweig der Region. In voller Blüte stehen die Pflanzen zwischen Juni und August. Sie sind für jedermann frei zugänglich. Also man könnte wirklich meinen, wir sind mal irgendwie, haben wir noch mal einen kurzen Sidestep nach Frankreich gemacht. Das ist echt verrückt. Es geht weiter, immer mit Blick auf den See. Fahrt durch den Ort Tihan, vorbei an einem 970 Jahre alten Benediktinerkloster. Eine halbe Stunde später erreichen sie den Fährhafen. Vom LKW bis Fußgänger kann jeder mitfahren. Insgesamt rund 15 € kostet die 10-minütige Überfahrt. Ja, das ist irgendwie echt voll süß hier so. Es sind nur noch wenige Kilometer bis nach Siofok. An der Uferpromenade gibt es einen Parkplatz. In Laufweite das Zentrum. Oh, holy shit. Ja, also ehrlich gestanden, so habe ich jetzt gedacht, ist dann wohl die Seite, wo die Leute sagen, das braucht man einfach nicht, Siofok, ne? Oder möchtest du auch den Lukas machen? Den Borat, den wolltest du immer schon haben. Noch ist es hier wie leergefegt. In Siofok geht es erst nachts rund. Oh. Nee, und überall läuft irgendwie andere Musik aus dem Lautsprecher. Souvenirgedöns, was keiner braucht, plus irgendwie Bar. Ich schieße mich abends ab. Vielleicht so ein bisschen wie Ballermann, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Abends verwandelt sich die Stadt in eine Partymeile. Nee, dann ist ehrlich gestanden, dass die andere Uferseite definitiv schöner. Die ist ruhiger, viel mehr Natur und ja, da kann man es sich gut gehen lassen. Und das haben sie vor.
50 Kilometer sind es bis ans hügelige Nordufer, wo ungarischer Wein angebaut wird. Die Weinberge erstrecken sich hier über 2300 Hektar. Besonders bekannt ist die Region für ihre Weißweine. Ich wüsste nicht, ob ich in meinem Leben wissentlich schon mal einen ungarischen Wein getrunken habe. Ist der jetzt gut oder nicht? Da wächst die Neugierde jetzt so ein bisschen darauf. Das Weingut ist ein Familienbetrieb. Rika ist die Schwiegertochter des Winzers und Kennerin der Geschichte. The building we are working in is almost 200 years old. There was a Catholic bishop who founded the estate, and he is a famous person. He was the one who crowned Sissi, our king. Okay. Ein Weingut mit Sissi-Geschichte. Rika führt die beiden in den Winzerkeller, wo sie auch ihre eigenen Weine lagern und reifen. The whites are at the bottom because they need cooler temperature, and we have the red one is up here because it's 2 or 3 Celsius warmer always. We have some excellent red wines now because of the climate change. So many, yes, because of the sun, because of the heat. Seit 26 Jahren produziert die Familie ihren eigenen Wein. The oldest wine we have is only from 2019. Die Weingüter am Balaton sind oft klein und nicht für den massenhaften Export vorgesehen. Aber Alex und Ino dürfen testen und kaufen. Und das in malerischer Kulisse. Oh, ja, das ist aber wirklich schön. Wow. Also wirklich Ungarn insgesamt hält echt eine Überraschung nach der anderen bereit, wo ich vorher null mitgerechnet hätte. Ob der Wein Sie auch überrascht? Zuerst kommt ein Weißwein aus den ungarischen Trauben Furmint und Olas Riesling. Ja, das ist ein schöner Anfang. Schmeckt gut, ne? Sehr schön. Ich kann auf das Weinfeld schauen und den Wein habe ich probiert. Also das finde ich richtig toll. Das ist irgendwie was ganz Besonderes. Dazu gibt es Käse und Wurst von den Bauernhöfen aus dem Dorf. Ich könnte hier, glaube ich, noch Stunden sitzen. Das ist absolut Urlaubsgefühl. Und wenn man dann so einen kleinen Schwips noch dabei hat, dann kommt das noch ein bisschen mehr rum. Um 20 Uhr schließt das Weingut. Der Winzer hat ihnen erlaubt, auf seinem Grundstück stehen zu bleiben. Nach der Weinprobe ist vor der Weinprobe. Was die Wasserwaage sagt, ist jetzt auch egal. Aufwachen mitten in den Weinreben. Ein Campertraum. Aber die Augen gingen heute ein bisschen schwerer auf. Wir haben gesagt, wir nehmen uns mal 2 Flaschen noch mit für die weitere Fahrt. Und der Ino hat gedacht, er trinkt eine alleine. Ist gestern nur eine übrig geblieben dann. Und sonst trinken wir immer 2 Kaffee am Morgen und das ist der 3. jetzt. Also. Und ein 4. darf es auch noch sein. Ino ist für Kaffees auf Knopfdruck bestens ausgerüstet. Auch ohne Strom. Was eine kleine Powerbank ist, die gibt es auch ganz groß. Und am Anfang haben wir es zu Hause getestet. Und so eine Ladung schafft um die 30 bis 35 Kaffeetassen. Haben wir gesagt, nee, komm, also den Luxus gönnen wir uns jetzt. Die letzte Etappe ihrer Reise. Es geht zu ihrem großen Ziel Budapest. Mich dürstet jetzt mal wieder so ein bisschen nach Kunst und Kultur. Das mag ich ja total gerne. Tschüss, Plattensee. 123 Kilometer sind es bis nach Budapest. Auf der Autobahn geht es jetzt Richtung Osten. 130 Stundenkilometer sind erlaubt. Nach 1,5 Stunden Ankunft am Campingplatz. Laut Internet soll er ganz nah am Stadtzentrum liegen. Guck mal, Heißluftfritteuse, das ist ja der Burner. Sieht irgendwie schon mal ganz nett aus, ne? Der Platz ist eher zweckmäßig angelegt. Es ist heiß und sie stehen in der Sonne. So, das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Oder? Was sagt mein Profi? Ich glaube, wir müssen nichts machen, ne? Das schläft der Profi gut heute. Immerhin das. Es sind 30 Grad. Aber die beiden Camper haben vorgesorgt. Das ist jetzt ein Hitze- und Kälteschutz im Prinzip. Wir sehen hier um uns rum ganz viele Camper, die das auch schon alles dran gemacht haben.
ist auch tatsächlich, ich habe es noch nie dran gemacht. Versuch macht klug, ne? Leute von heute, wie soll das gehen? Okay. Weiß ich nicht, frage ich ihn noch. Nee, das hält aber nicht rechts. Ja, sag was. So, nee. Ja, also so geht's gar nicht. So. Warte. Ja, perfekt. Und das kriegen wir jetzt gut vom Lack ab. Ja. Auch das ist neu. Ein Stromkasten für alle. Also so wild habe ich das noch nicht erlebt. Der Campingplatz liegt mitten im Wohngebiet. 57 € kostet die Nacht. Deutlich teurer als am Plattensee. Die Stadtnähe hat ihren Preis. Die U-Bahn-Haltestelle ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. 5 Stationen, schon sind sie in der Stadt. Alex hat sich eine Bootstour auf der Donau gewünscht. Der Weg führt durchs hippe jüdische Viertel, berühmt für seine Street Art. Das sind sowieso richtig coole Sachen hier. Sehenswert die große Synagoge. Ach, guck mal da oben. Das sieht auch super schön aus. Ich will direkt ein Foto machen. In 20 Minuten müssen Sie am Bootsanleger sein. Aber wo finden Sie den? Unser Boot ist, glaube ich, hier. Ach, und dann gehen wir da jetzt rechts dann, ne? Genau. Ja. Nino. Ja. Ja, super. Doch nicht bei Rot, Mensch. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Vor Ihnen die Donau. Die mächtige Wasserstraße verbindet 10 Länder und teilt die ungarische Hauptstadt in Buda und Pest. Hier legt gleich Ihr Boot ab. Wenn der Stadt einen Fluss hat, dann machen wir das sehr gerne, dass wir auch mal Sightseeing vom Fluss aus machen. Ja, weil die Stadt einfach immer ein bisschen anders sieht und so vom Wasser aus noch mal betrachtet. Bootsrundfahrten sind beliebt bei Touristen. Es ist voll. Im Ticketpreis von je 30 € pro Person sind Getränke enthalten. 19:30 Uhr. Das Boot legt ab. Fahrt in den Sonnenuntergang. Das sieht richtig toll aus. Und jetzt in der Abendsonne wunderschön. Auf der Donau zeigt sich Budapest von seiner schönsten Seite. Und dann ein Highlight der Tour. Vorbei an einem der größten Parlamentsgebäude der Welt. Das ist ja eine Dimension, die kann man so sonst echt wirklich nicht greifen. Ist schon ein schöner Start, finde ich, für Budapest. Zum Abend hin, Tageshighlight. Ja. Passt. Am letzten Urlaubstag wollen sich die beiden was ganz Besonderes gönnen. Die Street Art hat sie inspiriert. Jetzt kommt mein Highlight. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich probiere gerne Sachen aus. Und deshalb dürfen sie jetzt selbst zu Street Art Künstlern werden. Oh, wow. There's a camper. Cool. Bei einem Graffiti-Workshop. Coach Richard bringt den beiden heute das Brain bei. If you want to fill Yes. an area, you can hold okay. it. Yes. Okay. For the first time, it's okay. Siehst du, du schlägst dich auch ganz gut. Das Motiv hat sich Alex gewünscht. Natürlich einen Camper. Mir gefällt das jetzt total gut. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, mal sowas auszuprobieren. Ach, das hast du jetzt auch im Pink. Ja, gut. Okay. Ja, das war irgendwie alles nicht so ganz so vorgesehen, aber das macht ja nichts. Ino hat eigentlich wenig Interesse an Kunst. Er macht den Kurs seiner Frau zuliebe. Ich glaube, Ino hat sich gerade ein bisschen kritisiert gefühlt von mir, hatte ich den Eindruck. Also 2 Ideen auf einem Bild halt. Jetzt machst du aber hier erstmal ein bisschen dunkel, weil hier hast du ja oft Schatten. Ja, ja, das ist eine gute Idee.
Spontan erfinden sie ihren eigenen Tag, die persönliche Signatur des Sprayers. Moment. Jetzt ist fertig. Wie man dem Bild ansieht, es hat nicht zwei getrennte Hälften. Nee, das sieht stimmt. schon so ein bisschen als ein Bild aus. Gemeinschaftlich aus, finde ich auch, ja. Es Schön, läuft ne? noch, oder? Genau, es läuft. Eine der ganz großen Sehenswürdigkeiten von Budapest ist die große Synagoge. Jüdische, christliche und muslimische Einflüsse spiegeln sich in der Architektur. Alex und Ino haben sich beide auf den Besuch gefreut. Dafür muss Ino, wie alle Männer, eine Kippa tragen. Gott, sind das schöne Fenster, ne? Ja. Ja. Und an den mehreren Etagen. Super schön. Das sind 3 Etagen. Ja. Die Synagoge wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Sie ist die größte Europas und bietet Platz für 3000 Menschen. Alex ist zutiefst beeindruckt. Ich bin christlich erzogen worden und irgendwie bleiben so Dinge ja dann doch ein bisschen auch an einem kleben, in Anführungsstrichen, im positiven Sinne. Ja, so ein paar Minuten in sich gehen und einfach noch mal so wirklich so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles schon passiert ist und was wir alles schon Tolles gesehen haben. Noch ein Tag. Die beiden haben noch große Pläne. Morgens um 6 Uhr öffnet die Markthalle. Sie lockt mit ihrem riesigen Angebot. Ino und Alex haben das Frühstück ausfallen lassen. Heute wird geschlemmt. Also es ist wirklich sehr, sehr groß und demzufolge müssten wir ein großes Angebot vorfinden und das hoffen wir auch. Ino ist ganz klar Partei süß und ich deftig und herzhaft und salzig und so. 3 Stockwerke, 10.000 Quadratmeter. Wer sich hier nicht auskennt, kann den Überblick verlieren. Die beiden haben Gabor gebucht. Er ist echter Budapester und kennt sich aus. Wir gehen da rechts die erste kleine Gasse rein. Zuerst einen Klassiker, die ungarische Salami. Aber eine besondere, aus einer Rinderrasse mit hohem Fettgehalt, dem ungarischen Graurind. Diese Rinder, die werden schwarz geboren, aber dann mit der Zeit, wie auch ich, wird es immer grauer. Ich habe noch nie probiert und dem Tier direkt in die Augen geguckt auf dem Foto. Also. Und dann haben wir auch hier das erste Mal was leicht Bekanntes. Diese Wurst, das ist schon ein bisschen würziger, ein bisschen mehr mit Paprika gemacht eben. Merkt man eher so einen Nachgeschmack. Salami verbindet man eher mit ein bisschen mehr Kauen in Anführungsstrichen und die war sehr schmelzig im Mund, fand ich. Und war ich sehr überrascht. Gabors Mutter war Deutschlehrerin. So hat er die Sprache gelernt. Sein nächster Stopp, ungarisches Paprikagewürz. Wenn es möglich ist, sollte es lichtundurchsichtig verpackt werden. Das ist sehr schön für Touristen, da kann man sehen, was es ist. Ja. Braucht natürlich keine Ungarn jetzt. Ja. Das ist eher das, etwas unscheinbar, etwas weniger schön. Aber was einfach mehr Sinn macht für die Küche. Ja. Ne? Gabor reicht eine Paprikapaste, die man in Ungarn zur Gulaschsuppe isst und sich mit scharfer Stefan übersetzen lässt. Oh, also mir reicht es. Okay, das ist der scharfe Stefan und ich finde, der scharfe Stefan ist scharf genug. Die Markthalle ist 128 Jahre alt und wie eine Basilika erbaut. Auch Einheimische kaufen hier gerne ein. Gabor führt die beiden in einen Geheimgang. In eine Ecke im Untergeschoss ein besonderer Tipp. Hier gibt es Eingemachtes. Was meinen Sie, was ist das für eine Frucht, die Sie jetzt gerade rausgeangelt haben? Hätte ich jetzt die Augen zu, hätte ich gesagt, ich esse jetzt eine Gurke. Das ist eine Frucht, die viel größer wird und süß wird im Sommer. Kürbis? Noch größer. Noch größer? Wassermelone? Das war Wassermelone, was Sie gegessen haben. Ach, verrückt. Das merkt man überhaupt nicht. Isst man in Ungarn zu Wurst oder Fleisch? Jetzt gibt's auch noch Ungarisches für Süßigkeiten-Fan Ino. Ich habe für Sie ein kleines Marzipanherz. Ich bin so mit dem Glauben hier hingefahren, es gibt das ungarische Gulasch und that's it. Und jetzt haben wir hier noch mal die ganze Vielfältigkeit gesehen der ungarischen Küche. Schon 2 Tage auf Achse in Budapest. Viele Kilometer zu Fuß. Langsam macht sich der Städtetrip in den Gliedern bemerkbar. Vor allem bei Alex. Was macht denn eigentlich jetzt dein Knie? Weißt du ja, ne? Stehen ist immer ein bisschen doof. Richtung Thermal? Ja. Traditionelle Thermalbäder sind berühmt in Budapest. Eins der beliebtesten ist das Rudersbad, das Moderne und Tradition verbindet. Genau das finden Ino und Alex spannend.
Dann rein mit uns. Der Besuch in einem Bad gehört für echte Budapester zum Alltag. Alex und Ino testen erstmal den modernen Teil mit Panoramapool. Der Pool, der hat jetzt 36 Grad. Das ist jetzt ganz angenehm. Ja, geht so, ehrlich gestanden. Ich habe ja gedacht, so, okay, das macht jetzt so richtig tolle Knieentspannung. Also bisher merke ich tatsächlich noch nicht so viel wie in Hermes. Es ist ziemlich voll. Rund 24,50 € kostet ein Tagesticket. Jetzt bin ich auch gespannt, wie dieses alte Teilchen da so aussieht. Ne? Ja, genau. Das türkische Bad ist noch original aus der osmanischen Besatzungszeit vor 500 Jahren. Alex darf hier nicht rein. Das Hammam ist an den meisten Tagen nur für Männer zugänglich. Ja, finde ich jetzt mal ehrlich gestanden richtig Punkt. Aber okay, muss ich mich ja hier unterordnen und mich an die Ordnung halten. Ganz Ungarn ist von Thermalquellen durchzogen. Baden hat hier eine jahrhundertealte Tradition. Müsste irgendwie so gefühlt 40 Grad sein, die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch. Eigentlich finde ich es so heiß oder so warm, dass es schon wieder fast unangenehm ist. Schatz. Wie war's? Das war eine große Halle. Ja. Und da hast du eben 36 Grad und da hast du noch so 4 Pools in den Ecken. Sieht das so aus wie auf den Bildern, oder? Also sieht schon ganz schön aus. Ohne Alex baden ist blöd. Und dass ich da jetzt mich drin vergnüge, irgendwie eine halbe Stunde, also nee, das ist nicht mein Ding. Wir haben es jetzt einmal so gemacht, beim nächsten Mal nicht mehr. Dann schauen wir vorher ein bisschen genauer und dann passiert uns das nicht mehr. Dienstags haben ausschließlich Frauen, am Wochenende alle Geschlechter Zugang ins Hammam. Aber Ino und Alex haben genug. Also wir können jetzt mitreden, können sagen, wir waren in einem Thermalbad, auch in Budapest. Wir würden aber nicht bei jeder Budapest-Reise in den Thermalbad gehen. Nein, definitiv nein. Wie kann Ino seiner Alex eine Freude machen? Er hat eine Idee. Ah, wow. Die Fischerbastei mit der schönsten Aussicht auf die ganze Stadt. Sie liegt nur einen kurzen Fußmarsch vom Ruderspart entfernt. Das ist aber wirklich ein toller Blick. Das ist schon sehr beeindruckend. Ein idealer Fotospot. Schatzi, ich will auch einmal so ein Instagram sein. Ich habe die jetzt gerade schon alle beobachtet. Da musst du aber auch meine Tasche nehmen, die ist sonst immer mit drauf. Das finde ich total bescheuert. Yeah! Können direkt auf Insta hochgeladen werden. Ja. Brauchen noch nicht mehr nachbearbeitet zu werden. Ja, das war wirklich nochmal eine richtig gute Idee von dir und es ist wirklich, wirklich beeindruckend, muss man sagen. Richtig toll. Oh, war ganz gut zugeschlagen, ne? Das war ja der Leckere von der Weinprobe. Eine Woche Campingurlaub hat auch der Liebe gut getan. Für mich war es ja jetzt sowieso das erste Mal in Anführungsstrichen ein richtiger Wohnmobilurlaub. Also mit unserem eigenen Wohnmobil. Das hat sich sehr gut gemacht. Und dafür, finde ich, hat es auch eine Belohnung verdient. Und die wäre? Also ich habe was Kleines vorbereitet. Guck mal hier. Eine Kleinigkeit. Eine kleine Windrose zum Reisen. Oh, Eine Woche Abenteuer Ungarn. Ein Erfolg. Mein größtes Highlight war wirklich die Höhlen in Tapolca. Also da war ich wirklich total geflasht und das würde ich jedem ans Herz legen. Das Highlight für mich war eigentlich die romantische Fahrt dann abends auf der Donau, Parlamentgebäude vorbei. Das war echt sehr, sehr schön. Ungarn hatte wirklich in ganz vielen Bereichen immer wieder eine kleine Überraschung für uns parat und es war rundum ein schöner Urlaub. Ich freue mich auf viele, viele weitere Reisen mit dir. Ich mich auch, Schatz. Ja.